Hallo, heute habe ich nochmal ein Sockenmuster für euch, also ein Lochmuster, das in Runden gestrickt ist und ihr natürlich immer dann anwenden könnt, wenn ihr was in Runden stricken möchtet. Die Maschenzahl, die geht hier geteilt durch 4, das heißt, ihr könnt dieses Muster für jede Socke anwenden. Und die Reihenhöhe, die beträgt hier 8 Reihen. Ein ganz, ganz einfaches und wirklich sehr schönes Lochmuster. So, das Bündchenmuster, das habe ich wieder mit eine Masche rechts, eine Masche links in einer Runde gestrickt und in der zweiten Runde dann nur rechte Maschen, also das immer abgewechselt. Ihr könnt natürlich auch ganz normal immer eine Masche rechts, eine Masche links im Wechsel stricken. Ihr hört auf jeden Fall auf, wenn ihr das Bündchen genauso macht wie ich, mit einer Runde rechte Maschen. Und auch wenn ihr jetzt eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links immer im Wechsel strickt, dann hört ihr natürlich auch auf mit einer Runde rechte Maschen. Und dann beginnt auch schon das Muster. In der ersten Runde, da fangt ihr an mit einem Umschlag. Ihr hebt eine Masche ab, strickt eine Masche rechts und hebt die abgehobene Masche drüber. Das ist jetzt ein einfacher Umzug. Die folgenden 2 Maschen, die werden rechts gestrickt, dann wieder ein Umschlag, eine Masche abheben, eine Masche rechts und die abgehobene Masche drüber ziehen. Also Moment, Entschuldigung, jetzt kommen dann 2 Maschen rechts. So, wieder ein Umschlag, eine Masche abheben, eine Masche rechts und die abgehobene Masche dann drüber ziehen. Und wieder 2 Maschen rechts. Also wenn ihr jetzt immer 15 Maschen auf der Nadel habt, dann müsst ihr das euch natürlich so hinschieben, dass ihr immer eine gerade Maschenzahl habt. Dann wieder ein Umschlag, eine Masche abheben, eine Masche rechts und die abgehobene Masche drüber ziehen. Dann die nächste Nadel. Jetzt fangt ihr mit 2 Maschen rechts an. Umschlag, abheben, eine Masche rechts und die abgehobene Masche drüber ziehen und 2 Maschen rechts. Und wieder 2 Maschen rechts, ein Umschlag, abheben, eine Masche rechts, die abgehobene Masche drüber ziehen und 2 Maschen rechts. So, das macht ihr jetzt die ganze Runde. So, wenn ihr die Runde fertig habt, die zweite Runde vom Rapport, da werden dann alle Maschen nur rechts gestrickt. Auch die Umschläge, alle Maschen rechts. So, jetzt kommt die dritte Runde. In der dritten Runde, ihr habt ja in der ersten Runde angefangen mit einem Umschlag und dann den einfachen Überzug und dann eine Runde rechte Maschen, und in der dritten Runde wird wieder das Lochmuster gestrickt. Da strickt ihr jetzt die ersten 2 Maschen, die strickt ihr jetzt rechts zusammen und strickt dann den Umschlag und wieder 2 Maschen rechts. Dann wieder 2 Maschen rechts zusammenstricken, den Umschlag und 2 Maschen rechts. Wieder 2 Maschen zusammenstricken, ein Umschlag und 2 Maschen rechts. Und noch einmal 2 Maschen zusammenstricken. Das ist jetzt am Nadelende, und den Umschlag, den machen wir dann erst, wenn ihr mit der neuen Nadel beginnt, und macht jetzt den Umschlag. Und dann 2 Maschen rechts. 2 Maschen zusammen, ein Umschlag und 2 Maschen rechts. Die ganze Runde, und in der vierten Runde, da strickt ihr wieder alle Maschen rechts.
So, ich habe jetzt die 4. Runde fertig, die Runde mit den rechten Maschen schon gestrickt. Und jetzt kommt die 5. Runde. Jetzt wird das Muster einfach nur versetzt. Ihr strickt diesmal die ersten 2 Maschen rechts und strickt dann den Überzug mit dem Umschlag, eine Masche abheben, eine Masche rechts und die abgehobene drüber ziehen. Und die folgenden 2 Maschen rechts. Umschlag, abheben, eine Masche rechts und die abgehobene drüber ziehen und 2 Maschen rechts. Und 2 Maschen rechts, also genau versetzt. So, mit 2 Maschen rechts habt ihr jetzt aufgehört. Dann wieder ein Umschlag, eine Masche abheben, eine Masche rechts, die abgehobene drüber ziehen und 2 Maschen rechts. Das auch wieder die ganze Runde, und die 6. Runde, da werden dann wieder nur rechte Maschen gestrickt. So, die 7. Ich habe jetzt die Runde mit den rechten Maschen wieder fertig, und die 7. Runde, die wird jetzt genauso gestrickt wie die 3. Runde, nur dass ihr auch hier wieder mit 2 Maschen rechts beginnt und dann mit dem Lochmuster. Jetzt also 2 Maschen rechts, dann 2 zusammen, ein Umschlag und 2 Maschen rechts. 2 zusammen, ein Umschlag und 2 Maschen rechts. 2 zusammen, ein Umschlag und 2 Maschen rechts. So, und wenn ihr die 7. Runde fertig habt, dann strickt ihr in der 8. Runde noch einmal eine Runde nur rechte Maschen. Und dann beginnt ihr wieder von vorne mit einem Umschlag und den Überzug und dann 2 Maschen rechts. Immer in jeder 4. Reihe dann versetzt. Richtig schönes Muster. Eignet sich gut für Sommersöckchen auch. Also generell für Söckchen. Gut, dann sind wir fertig für heute. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachstricken und würde sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder. Tschüss!